Hi, ich bin Norman von Guitar School. Willkommen zu diesem wirklich besonderen Video. Heute gibt es Tipps vom großartigen Tommy Emmanuel. Tipps zum Üben und einfach besser werden auf der Gitarre. Ich hatte die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen. Das habe ich natürlich gemacht. Tommy Emmanuel, eine lebende Legende, die Figur im Fingerstyle, Fingerpicking, also das Zupfen mit den Fingern auf der Gitarre. Und ich habe ihn gefragt, welche Tipps er hat zum Üben und wie er selbst geübt hat, als er jung war und wie er jetzt noch übt. Ihr könnt gespannt sein. Er hat mir dann mit einem Video geantwortet und diesen Content möchte ich jetzt mit euch teilen. Die wertvollen Tipps von Tommy Emmanuel fürs Üben und besser werden auf der Gitarre. Viel Spaß! Hello Norman from Austria. Thanks for your question. Your question was to do with practicing. How do I practice, and do I have any advice about practice? Well, I practice it nearly every day, depending on where I'm at, as in whether I think I'm playing at a reasonable level or whether I need to work on my playing a lot. When I practice, I play songs. I don't play modes and scales and stuff like that. Maybe I should, but I practice songs, and I practice them as if you're watching me. That's how I play. I call it sincere practice, and that is, I practice songs as if I'm on stage playing a show, and except that I run over things. Now, there are different kinds of ways that I practice. There are some days where I'm spending the day practicing with a metronome, and I have a little Korg tuner, which is a metronome on one side, and it just goes, it just makes a clicking noise like that, and I play along with it, and I practice with the metronome, and I practice pulling the time back, taking it forward, all that sort of stuff. Norman, you mentioned when I was a student, how did I practice? Well, I'm still a student. I'll always be a student. So I just practice as sincerely as I can, playing the songs from start to finish. If I make a mistake, I just keep going, and then I come back to it and go over it and over it. If there's a part in a song that's really difficult and you've got to really practice, then you should loop that part. Loop, like looping your head. You're just going to play that part there and again, until then you go back to the start of the phrase, and then eventually the part you've just been playing goes by and it's smooth. Because that kind of practice, which we call repetition, that is very important to smooth out any kind of bumps in the road of the arrangement you're playing. So practicing with a metronome is important. Practicing sincerely, as if people are watching, is another good thing to do. You'll find what works for you. You know, people shouldn't always take me as an example. You know, I do what works for me. If I'm in pretty good shape, I'll enjoy practicing, and I'll end up improvising more than I'm practicing, just to get my ideas flowing and to try to be creative. So there you go. Hope you enjoyed that, Norman, and all the best to you. Wahnsinn. Ich möchte noch mal kurz wiederholen, wem es zu schnell gegangen ist. Erstens, übe regelmäßig. Es macht keinen Sinn, einmal 3 Stunden zu üben und dann eine Woche nicht mehr. Über jeden Tag ein bisschen und du wirst sehen, es geht dann schnell was weiter. Zweitens, spiele den Song durch. Damit ist gemeint, spiel etwas, was dir gefällt, das steigert die Motivation und du bleibst dabei. Spiele, als ob du vor Publikum spielen würdest. Stell dir dabei vor, du bist auf der Bühne und spielst dort und spielst brillant. Das ist eine
super Waffe und ein super Tool auf den Weg dorthin. Das kann ich nur bestätigen. Dann war dabei Übe mit Metronom. Am Anfang ganz langsam, dann auch mal schneller als das Original, das verschafft dir dann die nötigen Reserven. Ein Metronom wie dieses hier gibt es auch schon als Handy-App gratis zum Download. Also schau dir mal den App Store, Play Store, wie er auch immer heißt, durch. Da findest du was und übe mit Metronom. Versuch es mal, auch wenn es jetzt noch etwas weit entfernt ist oder für dich abstrakt klingt. Das wird dir sehr helfen und du wirst schnelle Fortschritte selbst merken. Übe schwierige Stellen isoliert. Also isoliere die Stelle 1-2 Takte. Du merkst eh immer, wo du den Fehler machst beim Durchspielen des Songs und nimm dir diese Stelle raus und isoliere es. Vielleicht sind es nur 2 Akkorde, hier das C und G von mir aus zu D. Wenn G zu D klemmt, übe diese Stelle isoliert. 4-mal, möglichst ohne Fehler, ganz konzentriert. Stell dir vorher schon den Klang vom D vor und wie die Finger auf den Saiten landen und spielst dann. Zum Schluss ein wichtiger Tipp. Probier aus, was für dich passt. Jeder Mensch ist anders. Der eine übt lieber am Morgen, der andere mitten in der Nacht, keine Ahnung. Aber schau, was für dich passt und ja, stell dich dann drauf ein. Schreib dir vielleicht einen Terminkalender oder schreib dir die Übezeiten zumindest in den Terminkalender. Übeplan, Stichwort. Ich habe auch einen Übeplan auf www.guitarschool.at und mehr Content noch und schau ruhig mal drauf. Vielleicht findest du was Nützliches. Zum Schluss sagte der große Tommy Emmanuel, er ist selbst noch Student, also wie im Leben auch, man lernt nie aus und perfekt muss man sowieso nie sein. Also viel Spaß beim Üben, vielleicht helfen dir die Tipps, ich bin mir sicher, die Tipps helfen dir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Norman von Guitar School.